Es gibt Zäsuren, politische vor allen Dingen, die durchaus identisch sind mit Wandlungsprozessen aus der Perspektive der Frauengeschichte. Ein wichtiges Beispiel dafür ist die Einführung des Frauenwahlrechts 1918, 1919. Das ist ganz klar eine eindeutige politische Zäsur. Wir befinden uns da im revolutionären Deutschland. Die Monarchie wird abgeschafft. Der Arbeiter- und Soldatenrat erlässt neue Bedingungen, unter denen auch zu finden ist, dass Frauen zum Wahlrecht zugelassen worden sind. Und damit sind erstmals alle erwachsenen Frauen, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, auch wahlberechtigt. Absolutes Novum, auch wenn es vorher schon einzelne Wahlrechte gegeben hat. Das ist also eine Übereinstimmung zwischen politischer Zäsur und Zäsur für die Frauengeschichte. Dahinter steckt aber ein sehr viel komplizierterer Prozess, an dem zu zeigen wäre oder auch zu zeigen ist, dass diese Zäsur, die politische Zäsur, nicht identisch ist mit dem Prozess, wie sich Frauenbeteiligung an Wahlen und Politik und so weiter entwickelt. Da ergibt sich nämlich ein anderes Bild. Da ist zum Beispiel die Einführung des neuen Vereinsrechts im Mai 1908 viel wichtiger. Das ist ja bekannt, dass da in Preußen dann damit das alte preußische Vereinsrecht abgeschafft wird und erstmals Frauen auch zu politischen Vereinen und damit auch zu Parteien zugelassen worden sind. Das heißt, der Eintritt in den politischen Raum, wenn wir den mal als Parteiraum begreifen, setzt für Frauen im größten deutschen Teilstaat damals 1908 ein. Das ist ein sehr viel wichtiger, glaube ich, ein sehr viel wichtigerer Zeitpunkt als 1918. 1918 kommt das Wahlrecht dazu. Und trotz dieser beiden wichtigen Zäsuren sehen wir, dass es weiterhin eine Benachteiligung von Frauen in diesem politischen Raum gibt. Es gibt zwar das Wahlrecht, aber es ändert sich nicht sehr viel daran, dass innerhalb der Parteien eine ganz klare geschlechtsspezifische Trennung sowohl in der Organisation als auch in den Inhalten Einzug erhält. Ich habe das mal bezeichnet als die Geburtsphase der politischen Partizipation von Frauen in Deutschland, aber das gilt für fast ganz Europa, mit bestimmten Merkmalen. Eine eigene Organisation von Frauen in Parteien, eine Festsetzung von Themen, Soziales und Wohlfahrt wird weiblich, Außenpolitik, Militär wird männlich besetzt, eine absolute Minderheit von Frauen in diesen Parteien. Und dieser Prozess hält ungefähr an von 1908 bis 1928. Und ab 1928 setzt eine sehr starke Vermännlichung von Politik wieder ein. Das hat ganz viel zu tun mit den politischen Verhältnissen in Deutschland, Aufkommen der NS-Massenbewegung, vor allen Dingen dann ab 1930, Verlust der Parteien der Mitte und Zunahme der Parteien an den Rändern, wie das immer heißt, also links und rechts. Sowohl die NSDAP als auch die KPD waren extrem männerdominierte Parteien. Und auch die Themensetzung wird sehr viel stärker im Parlament und außerhalb des Parlaments auf außenpolitische oder machtstrategische Fragen gesetzt. Das kann man mit diesem Begriff der Vermännlichung der Politik ganz gut fassen. Das zeigt sich auch in den Debatten im Reichstag und in den Parlamenten. Und wir sehen es daran, dass die Mandate, die von Frauen gehalten werden, ab diesem Zeitpunkt wieder zurückgehen. In allen Parlamenten. So, ich muss jetzt noch ein bisschen weiter ausholen, weil Sie mich nach den Zäsuren gefragt haben. 1928 ist keine richtige politische Zäsur. Die eigentlich politische Zäsur ist dann 1933. Dort wird aber aus Frauen- und geschlechterhistorischer Sicht eigentlich nur das fortgesetzt, was 1928 angefangen hat, mit dem Unterschied, dass nun auch durch die Gesetzgebung der Nationalsozialisten erstens Parteien abgeschafft werden, mehr oder weniger, und das Wahlrecht für Frauen damit auch abgeschafft wird. Weil die NSDAP, die als einzige Staatspartei übrig bleibt, sich grundsätzlich nie durch Frauen politisch nach außen hat vertreten lassen. Die Partei, jetzt nicht die Frauenschaft. Ja. Das bedeutet, es gibt kein passives Wahlrecht für Frauen mehr. Seit Juli 1933 gab es nicht mehr. Das Wahlrecht hat aber auch keine Rolle mehr gespielt. Das muss man dabei natürlich berücksichtigen. So. Nach 1945, ich mache jetzt einen großen Sprung, nach 1945 wieder eine politische Zäsur, setzt
die Geschichte der politischen Partizipation von Frauen nahtlos da wieder ein, wo sie in der Weimarer Republik aufgehört hat. Das sind die gleichen Muster, die wiederholt werden. Geschlechtsspezifik der Themen, gesonderte Organisation der Frauen, ganz wenig Frauen in den Parteien. Dieses Muster wird sozusagen wiederholt. Es gibt eine Renaissance der politischen Partizipationsmuster nach 1945 und diese Phase dauert bis in die 80er Jahre. Erst in den 80er Jahren gibt es dann eine tatsächliche Neuaufstellung sowohl der Parteien, mehr Frauen in den Parteien, andere Themensetzung und ein starker Anstieg der Mandate. Das sieht man vor allen Dingen im Bundestag. Das ist immer die Linie, die da gezogen wird. Das hat ganz viel mit dem Einzug der Grünen zu tun, die erstmals eben paritätisch besetzte Listen auch haben und dann mehr Frauen im Bundestag sind. Das heißt, wir haben politische Zäsuren, eindeutig 1918, 1933, 1945. Die haben auch eine Bedeutung für Frauen, für die Frage des Wahlrechts und der Partizipation. Neue Rechte entstehen. Aber darunter gibt es eine phasenweise Entwicklung, die nicht mit diesen Zäsuren unbedingt übereinstimmt. Und die sehen wir nur, wenn wir diese frauenhistorische Brille aufsetzen. Sonst sehen wir die nicht. Wir leben aber mit den Auswirkungen davon bis heute.